Willkommen zu den Übungsgesprächen auf Deutsch. Mach dich bereit, dein Deutsch zu üben und flüssiger zu sprechen. Untertitel gibt's in vielen Sprachen. Aktiviere sie in den Einstellungen. Den PDF-Link findest du in der Beschreibung. Bitte Like und Abo dalassen, dein Wunschthema kommentieren und den Hype-Button drücken, damit das Video mehr Sichtbarkeit bekommt. Los geht's! Hallo Tom, wie geht es dir heute? Hallo Alice, mir geht es gut, danke. Und dir? Mir geht es auch gut. Heute möchte ich über das letzte Mal sprechen, als wir jemandem geholfen haben. Erinnerst du dich, wann du zuletzt jemandem geholfen hast? Ja, das tue ich. Ich habe meinem Nachbarn letzte Woche geholfen. Und du? Das ist großartig. Ich habe einer Freundin letzten Samstag geholfen. Kannst du mir mehr darüber erzählen, wie du deinem Nachbarn geholfen hast? Natürlich. Mein Nachbar, Herr Schmidt, ist ein alter Mann. Er lebt allein und sein Garten war sehr verwildert. Ich habe gesehen, wie er mit seinen Unkräutern und Pflanzen gekämpft hat, also habe ich angeboten, ihm zu helfen. Das ist sehr freundlich von dir. Was hast du getan, um ihm zu helfen? Ich habe den ganzen Vormittag mit ihm verbracht. Wir haben die Unkräuter entfernt, die Pflanzen gegossen und sogar ein paar neue Blumen gepflanzt. Es war harte Arbeit, aber Herr Schmidt war sehr glücklich. Das kann ich mir vorstellen. Hast du es genossen, im Garten zu arbeiten? Ja, das habe ich. Ich mag Gartenarbeit und es war schön, mit Herrn Schmidt zu reden, während wir arbeiteten. Er hat mir viele Geschichten über sein Leben erzählt. Das klingt nach einem schönen Tag. Ich habe meiner Freundin Sarah auf eine andere Weise geholfen. Sie ist in eine neue Wohnung gezogen und brauchte Hilfe mit ihren Kisten. Das ist hilfreich. Umzüge können sehr stressig sein. Ja, das ist wahr. Ich bin am Samstagmorgen zu ihrer alten Wohnung gegangen. Wir haben Kisten gepackt, sie ins Auto geladen und sind zu ihrem neuen Ort gefahren. Hast du den ganzen Tag gearbeitet? Nicht den ganzen Tag, aber ich habe ein paar Stunden dort verbracht. Wir haben zusammengearbeitet und sogar in einem kleinen Café in der Nähe ihrer neuen Wohnung zu Mittag gegessen. Das ist schön. Ein Freund zu helfen, macht die Arbeit leichter. Das stimme ich zu. Wenn wir jemandem helfen, verbringen wir auch Zeit miteinander und schaffen manchmal neue Erinnerungen. Nachdem ich Sarah geholfen hatte, sagte sie, sie fühle sich weniger gestresst und sehr dankbar. Herr Schmidt hat mir auch viele Male gedankt. Er sagte, ich sei sehr freundlich und dass er es alleine nicht geschafft hätte. Es hat mir ein gutes Gefühl gegeben, ihm zu helfen. Anderen zu helfen macht mich immer glücklich. Es ist eine einfache Möglichkeit, Freundlichkeit zu zeigen. Ja, und es muss nichts Großes sein. Auch kleine Hilfen wie eine Tasche tragen oder Wegbeschreibungen geben sind wichtig. Genau. Ich versuche, meinen Freunden und Nachbarn zu helfen, wann immer ich kann. Das macht unsere Gemeinschaft stärker. Ich stimme zu. Wenn wir uns gegenseitig helfen, schaffen wir eine freundliche und fürsorgliche Umgebung. Ich denke, ich werde Herrn Schmidt nächste Woche wieder helfen. Ich habe ihm gesagt, dass ich zurückkommen würde, um seine Pflanzen zu gießen. Das ist eine großartige Idee. Ich plane, Sarah oft zu besuchen, um ihr bei kleinen Dingen in ihrer neuen Wohnung zu helfen. Es ist schön zu wissen, dass wir unseren Freunden und Nachbarn helfen können. Das macht unsere Tage heller. Ja, und es ist auch gut für uns. Anderen zu helfen macht mich stolz und glücklich. Das geht mir auch so. Ich versuche immer zu helfen, wenn ich kann. Es ist eine der besten Möglichkeiten zu zeigen, dass wir uns kümmern. Tom, kannst du mir mehr über Herrn Schmidt erzählen? Ich habe ihn in der Nachbarschaft gesehen. Klar, Herr Schmidt ist sehr alt, vielleicht in den 80 Jahren.
Er lebt allein und sieht manchmal einsam aus. Er liebt seinen Garten, aber es fällt ihm schwer, ihn alleine zu pflegen. Das verstehe ich. Deshalb war deine Hilfe so wichtig. Ja, und er redet auch gerne. Als wir zusammen arbeiteten, erzählte er mir Geschichten über seine Familie und seine Jugend. Ich habe viel von ihm gelernt. Das ist wunderbar. Ich hoffe, ich treffe Herrn Schmidt eines Tages. Das wirst du. Ich plane, dich nächste Woche in meine Nachbarschaft einzuladen. Das würde mich sehr freuen. Und was ist mit Sarah? Kannst du mir mehr über sie erzählen? Ja, gerne. Wer ist Sarah? Sarah ist meine Studienfreundin. Wir haben zusammen Kunst studiert. Sie ist sehr kreativ und freundlich. Als sie um Hilfe bei ihrem Umzug bat, habe ich mich gefreut, ihr zu helfen. Umzüge sind schwer, besonders für jemanden, der jung und beschäftigt ist. Was hast du mit Sarah gemacht? Wir haben ihre Sachen in Kisten gepackt. Ich habe ihr bei schweren Gegenständen wie dem Sofa und dem Bett geholfen. Außerdem haben wir ihre alte Wohnung vor dem Verlassen gereinigt. Das klingt nach viel Arbeit, aber ich bin mir sicher, dass sie sehr dankbar war. Ja, das war sie. Nachdem wir fertig waren, haben wir mit Pizza und Limonade gefeiert. Es war ein schöner und entspannender Abschluss eines arbeitsreichen Tages. Ich finde es schön, dass ihr euch Zeit genommen habt, um nach der Hilfe zu feiern. Das macht die Arbeit angenehmer. Tom, warum denkst du, ist es wichtig, anderen zu helfen? Ich denke, anderen zu helfen ist wichtig, weil es zeigt, dass wir uns kümmern. Wenn wir jemandem helfen, erleichtern wir sein Leben ein wenig. Da stimme ich zu. Anderen zu helfen kann einen großen Unterschied machen, selbst wenn es eine kleine Tat ist. Ja, und es macht auch unsere Gemeinschaft stärker. Wenn Menschen sich gegenseitig helfen, fühlen wir uns alle mehr verbunden. Das fühle ich auch. In unserer Nachbarschaft helfen sich die Menschen oft gegenseitig. Das gibt mir ein Gefühl von Sicherheit und Glück. Ich habe das auch in meiner Straße gesehen. Letzte Woche habe ich gesehen, wie ein Nachbar einem anderen Nachbarn geholfen hat, seinen Zaun zu reparieren. Es war sehr schön anzusehen. Das ist ein gutes Beispiel für Gemeinschaftsgeist. Ich denke, wenn wir helfen, lernen wir auch neue Dinge. Ich habe von Herrn Schmidt ein paar Gartentipps gelernt. Und ich habe von Sarah gelernt, wie man Kisten besser packt und schwere Gegenstände sicher hebt. Anderen zu helfen kann uns neue Fähigkeiten beibringen. Ja, und es macht unsere Tage interessanter. Ich suche immer nach kleinen Möglichkeiten zu helfen. Manchmal halte ich jemandem die Tür auf oder helfe einem Kind mit einer einfachen Frage. Das mache ich auch. Ich gebe auch Wegbeschreibungen, wenn jemand verloren aussieht, oder helfe, eine Tasche zu tragen, wenn ich sehe, dass jemand Schwierigkeiten hat. Jede kleine Geste der Freundlichkeit zählt. Das macht die Welt zu einem besseren Ort. Das glaube ich. Selbst ein Lächeln oder ein nettes Wort kann jemandem ein gutes Gefühl geben. Tom, denkst du, dass es einfach oder schwer ist, anderen zu helfen? Ich denke, helfen ist einfach, wenn man es will. Es braucht nicht immer viel Zeit oder Geld. Ich stimme zu. Helfen kann so einfach sein, wie seine Zeit oder ein freundliches Wort anzubieten. Ja, und viele Menschen sind froh zu helfen, wenn sie können. Ich fühle mich gut, wenn ich helfe, weil ich weiß, dass ich einen Unterschied mache. Ich fühle mich auch so. Wenn ich helfe, helfe ich mir auch selbst positiver zu fühlen. Genau. Anderen zu helfen gibt mir ein Gefühl von Stolz und Zugehörigkeit zur Gemeinschaft. Ich möchte in Zukunft mehr helfen. Vielleicht trete ich einer lokalen Freiwilligengruppe bei. Das ist eine großartige Idee.
Ich habe darüber nachgedacht, im Gemeindezentrum oder in einer Tafel zu helfen. Ja, Freiwilligenarbeit ist eine wunderbare Möglichkeit, vielen Menschen auf einmal zu helfen. Ich werde auch darüber nachdenken. Vielleicht können wir eines Tages zusammen freiwillig arbeiten. Das würde mir sehr gefallen. Wir können einen Tag planen, um ein Gemeindezentrum oder eine Parkreinigungsveranstaltung zu besuchen. Das klingt nach Spaß. Ich freue mich darauf. Alice, denkst du, dass das Helfen einer Person sie irgendwie verändert? Ja, ich glaube schon. Wenn man jemandem hilft, zeigt man ihm, dass er nicht allein ist. Das kann ihm ein Gefühl von Fürsorge und Unterstützung geben. Ich stimme zu. Ich habe das bei Herrn Schmidt gesehen. Nachdem ich ihm geholfen hatte, schien er glücklicher und entspannter. Er hat sogar mehr gelächelt, als wir gesprochen haben. Das ist sehr schön. Und bei Sarah denke ich, dass meine Hilfe ihren Umzug weniger stressig gemacht hat. Sie sagte mir, sie fühle sich sehr dankbar und entspannter in ihrem neuen Zuhause. Helfen kann den Tag einer Person verändern oder sogar ihr Leben ein wenig. Es ist eine kraftvolle Sache. Ja, und es ist etwas, das wir alle tun können. Selbst kleine Akte der Freundlichkeit können eine große Wirkung haben. Ich werde immer versuchen zu helfen, wenn ich kann. Es ist gut für mich und gut für andere. Ich fühle mich genauso. Ich möchte eine Person sein, die hilft und sich kümmert. Alice, wie können wir mehr Menschen dazu ermutigen, anderen zu helfen? Ich denke, wir können über unsere Erfahrungen sprechen und zeigen, dass Helfen einfach und lohnend ist. Ja, unsere Geschichten zu teilen kann andere inspirieren. Ich erzähle meinen Freunden oft von meiner Zeit mit Herrn Schmidt. Das motiviert sie, auch helfen zu wollen. Ich erzähle meinen Freunden von der Hilfe für Sarah, und viele von ihnen sagen, dass sie nächstes Wochenende jemandem helfen wollen. Das ist großartig. Wir können auch Menschen einladen, sich uns anzuschließen, wenn wir helfen. Zum Beispiel kann ich das nächste Mal, wenn ich Herrn Schmidt besuche, einen Freund bitten, mitzukommen. Das ist eine gute Idee. Ich werde einen Freund einladen, mit mir im Gemeindezentrum freiwillig zu arbeiten. Gemeinsam können wir einen größeren Unterschied machen. Ich glaube, dass unsere Gemeinschaft stärker und freundlicher wird, wenn mehr Menschen helfen. Ich stimme zu. Helfen ist eine einfache Möglichkeit zu zeigen, dass wir uns umeinander kümmern. Tom, was hast du aus der Hilfe für Herrn Schmidt gelernt? Ich habe gelernt, dass selbst kleine Hilfen einen großen Unterschied machen können. Ich habe auch ein paar Gartentipps gelernt und neue Wege, um Pflanzen zu pflegen. Das ist interessant. Ich habe gelernt, wie man Kisten besser packt und wie man schwere Gegenstände sicher hebt. Ich habe auch gelernt, dass ein Umzug viel Arbeit erfordert. Ja, und es ist gut zu planen. Anderen zu helfen lehrt uns auch neue Fähigkeiten und macht uns bewusster für unsere Gemeinschaft. Ich fühle, dass ich jedes Mal, wenn ich helfe, etwas Neues über mich und andere lerne. Ich stimme zu. Helfen lässt uns wachsen und bessere Menschen werden. Ich möchte weiterhin lernen und helfen. Vielleicht werde ich das nächste Mal bei einer anderen Aufgabe helfen, wie beim Kochen oder Einkaufen. Das ist eine großartige Idee. Ich würde auch gerne auf verschiedene Arten helfen. Wir können neue Dinge ausprobieren und sehen, wie wir mehr Menschen helfen können. Ja, darauf freue ich mich. Helfen ist nicht nur eine Sache. Es kann viele Dinge umfassen. Alice, hast du Pläne, bald wieder jemandem zu helfen? Ja, ich plane, Herrn Schmidt nächste Woche wieder zu besuchen, um ihm mit seinem Garten zu helfen. Ich werde ein paar neue Pflanzen mitbringen und ihm helfen, sie anzuordnen. Das ist wunderbar. Ich plane Sarah an diesem Wochenende zu besuchen.
Ich werde ihr helfen, ihre neue Wohnung zu reinigen und vielleicht gemeinsam eine einfache Mahlzeit zuzubereiten. Das klingt nach einem schönen Plan. Ich bin sicher, dass sowohl Herr Schmidt als auch Sarah sich sehr freuen werden, dich zu sehen. Ich hoffe es. Ich fühle mich immer gut, wenn ich helfe. Es macht die gemeinsame Zeit besonderer. Das fühle ich auch. Helfen ist eine Möglichkeit zu zeigen, dass wir uns kümmern. Ich möchte weiterhin meinen Nachbarn und Freunden helfen. Vielleicht nehme ich sogar an einer lokalen Wohltätigkeitsveranstaltung teil. Das ist eine großartige Idee. Ich würde auch gerne an einer Wohltätigkeitsveranstaltung teilnehmen. Gemeinsam können wir vielen Menschen helfen und neue Dinge lernen. Ja, ich freue mich auf unseren nächsten Hilfetag. Tom, denkst du, dass es wichtig ist, jemandem zu helfen, um unsere Gemeinschaft zu stärken? Ja, ich glaube, dass Helfen sehr wichtig ist. Es macht unsere Gemeinschaft stärker und fürsorglicher. Wenn Menschen sich gegenseitig helfen, fühlen sie sich mehr verbunden. Ich stimme zu. In unserer Nachbarschaft helfen sich viele Menschen gegenseitig. Das gibt mir ein Gefühl von Sicherheit und Glück. Ich habe das auch in meiner Straße gesehen. Letzte Woche hat ein Nachbar einem anderen Nachbarn geholfen, seinen Zaun zu reparieren. Es war sehr nett. Das ist ein gutes Beispiel für Gemeinschaftsgeist. Helfen zeigt auch, dass wir uns um andere kümmern. Es macht unsere Gemeinschaft zu einem besseren Ort zum Leben. Ja, und wenn wir helfen, lernen wir auch voneinander. Ich habe von Herrn Schmidt ein paar Gartentipps gelernt und ich habe von Sarah neue Packfähigkeiten gelernt. Helfen ist eine gegenseitige Angelegenheit. Wir geben Hilfe und manchmal erhalten wir neues Wissen oder ein Lächeln im Gegenzug. Ich möchte weiterhin helfen und lernen. Es macht das Leben interessanter. Ich fühle mich genauso. Ich werde immer versuchen zu helfen, wenn ich kann. Es ist eine der besten Möglichkeiten, Freundlichkeit zu zeigen. Tom, bevor wir unser Gespräch beenden, kannst du mir noch einmal erzählen, wie du Herrn Schmidt geholfen hast? Klar, letzte Woche habe ich Herrn Schmidt in seinem Garten gesehen. Er hatte Schwierigkeiten mit Unkraut und schweren Töpfen. Ich habe ihm angeboten zu helfen und wir haben den Morgen zusammen verbracht. Wir haben die Unkräuter entfernt, die Pflanzen gegossen und sogar ein paar neue Blumen gepflanzt. Er war sehr dankbar und wir haben viel geredet. Ich habe viele Geschichten über sein Leben gelernt. Das ist sehr schön. Ich freue mich, dass du ihm helfen konntest. Und ich habe meiner Freundin Sarah geholfen, als sie in eine neue Wohnung gezogen ist. Wir haben Kisten gepackt, schwere Gegenstände gehoben und sogar die alte Wohnung gereinigt. Nachdem wir fertig waren, haben wir mit Pizza gefeiert. Es war ein schöner Tag. Helfen macht harte Arbeit leichter und manchmal sogar spaßig. Ich stimme zu. Es ist immer gut, ein wenig Zeit zum Helfen einzuplanen und danach auch zu entspannen. Ja, Planung ist wichtig. Ich überprüfe immer meinen Zeitplan, bevor ich anbiete zu helfen. Ich möchte sicherstellen, dass ich Zeit habe, um mein Bestes zu geben. Ich mache das auch. Ich plane meine Hilfetage immer an Wochenenden, wenn ich frei bin. Alice, hast du noch letzte Gedanken zum Helfen von anderen? Ich möchte nur sagen, dass ich glaube, dass Helfen sehr wichtig ist. Es macht uns freundlich und stark. Wenn wir helfen, zeigen wir, dass wir uns um unsere Gemeinschaft und unsere Freunde kümmern. Ich stimme dir zu. Anderen zu helfen ist eine der besten Dinge, die wir tun können. Es macht die Welt zu einem besseren Ort, eine kleine Tat nach der anderen. Ja, und ich möchte jeden ermutigen, zu versuchen zu helfen, wann immer sie können. Selbst eine kleine Geste der Freundlichkeit kann einen großen Unterschied machen.
Ich werde weiterhin meinen Nachbarn und Freunden helfen und ich hoffe, dass mehr Menschen sich uns anschließen. Gemeinsam können wir unsere Gemeinschaft heller machen. Ich freue mich auf unseren nächsten Hilfetag. Vielleicht können wir eine Gemeinschaftsveranstaltung planen, bei der viele Menschen zusammenhelfen. Das ist eine großartige Idee. Ich würde gerne an einer Gemeinschaftsveranstaltung teilnehmen. Wir können alle lernen und wachsen, indem wir uns gegenseitig helfen. Ja, danke Tom, dass du deine Geschichte über die Hilfe für Herrn Schmidt geteilt hast. Ich habe es genossen, über unsere Erfahrungen zu sprechen. Ich hoffe, dass wir beide weiterhin anderen helfen und mehr Freundlichkeit in unserer Gemeinschaft inspirieren. Danke, Alice. Ich habe unser Gespräch sehr genossen. Ich werde immer an das letzte Mal denken, als ich jemandem geholfen habe, und ich freue mich darauf, bald wieder zu helfen. Ich auch. Lass uns weiterhin helfen und gemeinsam lernen. Auf Wiedersehen, Tom. Hab einen tollen Tag. Auf Wiedersehen, Alice. Hab einen wunderbaren Tag. Ich sehe dich nächste Woche. Großartige Arbeit! Möchtest du dein Deutsch üben und flüssiger werden? Bitte abonniere und aktiviere die Benachrichtigungsglocke, damit du kein kostenloses Übungsgespräch verpasst. Bis zum nächsten Video.